Hier unter mir werkelt gerade das nagelneue Orbea Rise. Und mir stellt sich die Frage, ob man eines der beliebtesten EMTBs am Markt noch besser machen kann. Erst kürzlich haben Canyon, Cannondale, Cube oder Focus neue EMTBs vorgestellt. Es geht wirklich rund im EMTB-Business und jetzt zieht auch noch Orbea nach. Und damit herzlich willkommen zum Test des neuen Orbea Rise hier im Bikepark Geiskopf. Mit der alten Version des Rise haben die Entwickler bei Orbea bewiesen, dass sie einen guten Riecher dafür haben, was die Leute wirklich wollen. Denn das alte Rise zählte zu einem der beliebtesten EMTBs auf dem Markt. Und damit es so bleibt, haben sich die Entwickler bei der Neuentwicklung des Bikes nicht in kleinteiligen Designänderungen verloren, sondern sind an 3 ganz große Punkte herangegangen. Erstens gibt es das Rise jetzt auch in einer Long-Travel-Version mit 160 mm Federweg an der Gabel und 150 mm Federweg im Heck. Und diese LT-Version platziert Orbea neben der SL-Version, die mit 140 mm hinten wie vorne weiterhin für das Thema Leichtbau steht. Zweitens kann man das Bike jetzt mit bis zu 840 Wattstunden im Akku ausstatten. Und das ist schon ein echtes Brett. Und die dritte große Änderung ist, dass Orbea zwar an dem Shimano EP801 Motor als Basis festhält, die softwareseitige Drossel des Vorgängermodells, das den Motor in seinem Drehmoment auf 60 Newtonmeter begrenzt hat, aber aufhebt. Das neue Rise hat jetzt sogar volle 85 Newtonmeter Drehmoment. Ein Grenzgänger zwischen der Light-EMTB-Kategorie und der Full-Power-EMTB-Kategorie war das Orbea Rise aufgrund der vollwertigen Motor-Hardware schon immer. Und mit der neuesten Version geht Orbea einen ganz klaren Schritt Richtung Full-Power-EMTB. Der Gedanke beim Vorgänger war, wenn ich das Drehmoment auf 60 Newtonmeter reduziere, kann ich die Akkugröße auch reduzieren und habe dennoch eine gute Reichweite für lange Touren. Das Konzept wirft man ein Stück weit über Bord. Die Software für den Shimano EP801 RS Motor kommt aus dem Hause Orbea und nicht von Shimano. Und in dieser Software gibt es 2 generelle Fahrerprofile. Eins davon ist auf das Thema Reichweite ausgelegt. Das zweite Profil steht mit einer dynamischeren Kraftentfaltung für den Fahrspaß bergauf. In der Shimano eTube App lassen sich da die Drehmomente für alle Unterstützungsstufen individuell anpassen. Und im Boost-Modus kann man da jetzt auf volle 85 Newtonmeter Drehmoment hochregeln. Und damit sollte dem Uphill Flow bergauf nichts mehr im Weg stehen. Und tatsächlich, der Motor liefert schon bei geringen Trittfrequenzen bergauf die volle Power. Die Kraftentfaltung bleibt auch im Spitzenbereich harmonisch, so wie man es von dem Shimano EP801 Motor gewohnt ist. Da reißt nichts an und ruckelt auch nichts. Allerdings schiebt der Motor, wenn man nach einem starken Antritt aufhört zu treten, etwas nach. Das ist geil, wenn man bergauf mal in eine Sektion kommt, wo man einen Tritt auslassen muss, um mit der Kurbel nicht den Boden zu kaschieren. Allerdings kommt es mit den kurzen 165 mm Kurbeln selten vor. Nicht so geil ist es dagegen, wenn man nicht damit rechnet und vor einer Kante steht. Bergauf muss sich das neue Orbea Rise nicht mehr hinter den Full-Power EMTBs verstecken, sondern spielt jetzt mit ihnen in einer Liga, wenn man denn das Motorprofil so vorkonfiguriert. Wer das nicht will, kann auch weiterhin den Stromsparmodus wählen. Für eine höhere Reichweite auf Touren. Eine Sache muss man bergauf aber ganz klar ansprechen. Der EP801 ist auch in der RS-Version kein Leisetreter. Der ist in etwa so laut unter Volllast wie die Bosch-Aggregate, aber die Motoren von Fazua oder TQ legen hier eine ganz andere Benchmark. Die beiden Profile, die der EP801-Motor hier bereitstellt, die sind ein echter Mehrwert, weil man hier als Fahrer selbst entscheiden kann, ob man eben die volle Power anliegen lassen will oder einen Stromsparmodus wählen will für eine höhere Reichweite. Allerdings muss man, um zwischen den beiden Profilen zu swappen, das Bike mit der App koppeln. Und das funktioniert auch, aber wir haben schon das ein oder andere Weilchen vor dem Ladebalken verbracht, um es hinzubekommen. Wir sind jetzt gerade hier den Uphill Flow Trail am Geiskopf mit ca. 300 Höhenmeter hochgefahren. Und die große Frage ist natürlich, wie viel solcher Auffahrten lässt das Akkukonzept im neuen Orbea Rise überhaupt zu?
Jedes Orbea Rise gibt es mit 2 Akkuoptionen ab Werk. Die günstigere Option hat 420 Wattstunden im Akku. Für 199 € Aufpreis bekommt man sogar einen 630 Wattstunden Akku. Und zusätzlich zum neuen Bike kann man sich für ca. 500 € einen Range Extender mit weiteren 210 Wattstunden dazu kaufen. Wenn man jetzt den großen Akku mit dem Range Extender kombiniert, hat man also insgesamt 840 Wattstunden zur Verfügung. Und das ist schon ein gehöriges Brett. Der Shimano EP801 Motor ist als einer der effizientesten Motoren am Markt bekannt. Damit lassen sich ohne Probleme 2000 Höhenmeter und mehr abkurbeln. Für den Aufpreis von 200 € und das Mehrgewicht von ca. 1 Kilo würde ich auf alle Fälle immer den großen 630er Akku gegenüber dem kleinen 420er Akku bevorzugen. Denn so hat man auch schon ohne Range Extender genügend Reichweite zur Verfügung für Touren um die 1700 Höhenmeter. Das Ganze ist natürlich stark davon abhängig, wer auf dem Bike sitzt, in welchem Gelände das man unterwegs ist und mit welcher Unterstützungsstufe das man fährt. Ein Display für eine ganz konkrete Reichweitenanzeige gibt es bei dem Bike nicht. Und man darf sich von der LED, die hier am Schalter ist und den Akkustand anzeigt, nicht in falscher Sicherheit wägen lassen. Denn die bleibt relativ lang auf grün und springt dann fast nahtlos in den roten Bereich über. Im roten Bereich bleibt nur noch Energie für wenige Höhenmeter übrig, bevor der Motor dann in den Notlaufmodus geht und die LED zu blinken beginnt. Hier wäre eine etwas konstantere Verteilung der LED-Anzeige über den kompletten Energieverbrauch besser. Beim Akku ist es ein Riesenthema, ob er fest verbaut ist oder sich entnehmen lässt. Hier bleibt Orbea seiner Strategie treu. Der Akku sitzt fest verbaut im Unterrohr des Orbea Rise und lässt sich zum Laden nicht entnehmen. Sollte man mal einen Defekt haben oder will nachträglich vom kleineren auf den größeren Akku wechseln, kann man den Akku schon entnehmen, muss dazu aber den Motor ausbauen. Generell kommt der Strom in das System nur über die seitliche Ladebuchse rein. Die Definition von einem Leit-EMTB ist innerhalb der Industrie ja eher schwammig. Aber bei einem Punkt, da glaube ich, sind wir uns alle einig. Ein Leit-EMTB sollte vor allem eins sein, leicht. Und wir haben das neue Orbea Rise in der LT-Version als Topmodell mit 19,7 Kilo inklusive großen 630er Akku gewogen. Und das ist schon ordentlich gutes Gewicht. Stöpselt man den Range Extender an, wiegt das Bike immer noch unter 21 Kilo und hat eine Akkukapazität von 840 Wattstunden. Vergleichbare Full-Power-EMTBs, und mit denen muss man das Rise ja definitiv vergleichen, sind da deutlich schwerer. Wir haben zum Beispiel das Cube Stereo Hybrid 155 mit knapp unter 23 Kilo gewogen, bei einer Akkukapazität von 750 Watt. Und auch bei den Leit-EMTBs gibt sich Orbea mit dem neuen Rise keine Blöße. Einer der stärksten Konkurrenten in dem Umfeld ist mit Sicherheit das Santa Cruz Heckler SL. Und das haben wir mit kleinem 430 Wattstunden Akku mit 19,3 Kilo gewogen. Verbaut man in dem Orbea Rise LT einen 420er Akku, wiegt es unter 19 Kilo und ist damit leichter, obwohl es volle 85 Newtonmeter Drehmoment zur Verfügung stellt. Wem das zu schwer ist, der bekommt das neue Orbea Rise auch in der SL-Version mit nur 140 mm Federweg an Front und Heck und einem 420er Akku mit knapp über 16 Kilo. Mit dem geringeren Federweg grenzt man natürlich den Einsatzbereich des Bikes schon deutlich ein. Und die meisten E-Biker wollen bergab ja Gas geben. Und deshalb würde ich sagen, schauen wir jetzt mal, was das Bike in der LT-Version bergab kann. Die Kombination aus Fox erstklassigem Fahrwerk, mächtigen Reifen und starker XTR-Bremse weckt schon auf den ersten Metern viel Vertrauen. Auch der üppige Verstellbereich der Teleskopstütze mit 250 mm zahlt im Gelände auf ein sicheres Fahrverhalten ein. Bei der Ausstattung macht Orbea beim Topmodell keinerlei Kompromisse und liefert voll ab. Mit dem 480 mm langen Reach in Größe L und dem 64 Grad flachen Lenkwinkel ist die Geometrie aufs Ballern bergab ausgelegt. Je mehr man dem Bike die Sporen gibt, desto wohler fühlt es sich. Schnelle Geraden oder offene Kurven liebt das Bike. Wer es gerne etwas handlicher hat, kann das Bike auch über einen Flipchip etwas steiler stellen. Erfreulich ist, dass sich das Bike dank der kurzen 440er Kettenstreben super gut aufs Hinterrad ziehen lässt oder zum Bunnyhop hochlupfen lässt. Derart kurze Kettenstreben und ein so gutes Gefühl beim Hochreißen des Vorderrads schaffen andere Hersteller nur mit einem kleinen 27,5er Hinterrad. Orbea packt das trotz großem 29er Hinterrad und dazu muss man ihnen wirklich gratulieren. Beim Pushen durch Anlieger versinkt das Bike nicht im Federweg. Sportliche Fahrer werden das lieben. Im Gegensatz zum Hauptrahmen fällt der Hinterbau nicht super steif aus. So hat das Hinterrad bei der Linienwahl eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Das macht vor allem das Fahren im verblockten Gelände angenehmer.
Es macht einfach verdammt viel Spaß, mit dem Bike hier bergab zu fahren. Und sogar so mancher Airtime lässt sich damit genießen. Das Bike kostet 11.000 €. Und mein persönlicher Tipp ist, schaut euch, wenn euch das Radl interessiert, vor allem die günstigere M10-Version an. Die kostet nämlich 2.500 € weniger. Und der große Unterschied im Vergleich zum Topmodell ist vor allem die elektronische Shimano Di2-Schaltung. Die hat ein paar ganz nette Spielereien, aber hebt den Fahrspaß auf dem Trail jetzt nicht wirklich exorbitant an. Da sind Komponenten wie das Fahrwerk, die Reifen oder auch der Motor und der Rahmen deutlich wichtiger für den Fahrspaß auf dem Trail. Und die bleiben auch in der günstigeren Version dieselben. Vorerst gibt es keine günstigeren Modelle vom Orbea Rise, aber mich würde es gescheit wundern, wenn Orbea hier nicht in naher Zukunft nachlegen wird. Und damit sind wir auch schon beim Fazit zum neuen Orbea Rise LT. Das Bike rockt auf den Trails wirklich. Vor allem die gelungene Geometrie aus kurzen 440er Kettenstreben und langen Hauptrahmen hat uns auf dem Trail besonders viel Spaß gemacht. Hier haben die Entwickler wirklich ein geschicktes Händchen bewiesen. Und auch die Ausstattung ist alles andere als ein Blender auf dem Trail. Mit dem dicken Double-Down-Hinterreifen und der Teleskopstütze mit 250 mm Verstellbereich beweisen die Produktmanager, dass sie keine Theoretiker sind, sondern wissen, worauf es auf dem Trail ankommt. Das neue Orbea Rise kombiniert nicht nur die volle EMTB Motorpower mit einem geringen Gewicht und einer Akkukapazität von bis zu 840 Wattstunden, sondern es hat auch auf dem Trail exzellente Fahreigenschaften. Und das ist Grund genug für uns, dieses Bike mit unserem Editor's Choice Award auszuzeichnen. Mit dem Award wollen wir Bikes küren oder kennzeichnen, die aus der Masse des Marktes hervorstechen und die Entwicklung in dem Bereich prägen werden. Und ich finde, das Bike hat sich diese Auszeichnung wirklich verdient.